Wir leben in einer Welt der Täuschung. Wir glauben, wir hätten einen klaren Blick auf die geopolitische Lage. Man erzählt uns, die russische Wirtschaft sei stabil. Putin habe alles im Griff. Die Sanktionen würden nicht wirken. Man erzählt uns aber auch das Gegenteil. Dass Russland morgen kollabiert und der Rubel nur noch Stunden von der Hyperinflation entfernt sei. Zwei Narrative, beide bequem, beide politisch motiviert. Die Wahrheit liegt, wie so oft, nicht in der Mitte, sondern in den Tresoren der Zentralbanken. Und was dort gerade passiert, ist der Vorbote eines finanziellen Erdbebens, das nicht an den Grenzen Russlands Halt machen wird. Die Märkte sehen es schon, die Analysten flüstern es, und wer Gold versteht, erkennt das Muster. Es ist ein Drama in 3 Akten, das sich gerade vor unseren Augen abspielt. Ein Drama um Gold, Gier und den verzweifelten Kampf ums Überleben. Und wenn du genau hinsiehst, erkennst du das Muster, das auch deine Zukunft bedroht. Akt 1. Der Staat plündert die Schatzkammer. Am 20. November 2025 hat Russland ein Tabu gebrochen. Ein Tabu, das so heilig war wie der Kreml selbst. Zum ersten Mal hat die russische Zentralbank bestätigt, dass sie physisches Gold aus ihren strategischen Reserven verkauft, um das riesige Loch im Staatshaushalt zu stopfen. Das ist der Moment, in dem die Maske fällt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Vor dem Krieg saß der Nationale Wohlstandsfonds auf über 405 Tonnen Gold. Ein Notgroschen für die Ewigkeit. Heute, nach 3 Jahren Krieg, sind davon nur noch 173 Tonnen übrig. Sie haben 57% ihres Goldes verbrannt. 232 Tonnen reines Gold, liquidiert, um Panzer, Raketen und Soldaten zu bezahlen. Die liquiden Reserven sind von 113 Milliarden Dollar auf mickrige 51 Milliarden zusammengeschmolzen. Ein User auf X kommentierte trocken: Wenn ein Staat sein Gold verkauft, ist er nicht stark. Er ist verzweifelt. Das ist kein strategisches Manöver. Das ist der Griff in die letzte Reserve. Das ist der Moment, in dem der Junkie den Fernseher verkauft, um den nächsten Schuss zu finanzieren. Es zeigt, dass der russische Bär nicht nur blutet, sondern ausblutet. Akt 2. Die Panik der Bürger. Aber während der Staat sein Gold verkauft, tun die Bürger genau das Gegenteil. Sie kaufen es. In Panik. In Massen. Seit 2022 haben die Russen 282 Tonnen physisches Gold gekauft. Barren, Münzen, Schmuck. Das ist mehr als die gesamten Staatsreserven von Österreich oder Spanien. Allein dieses Jahr werden sie weitere 62 Tonnen horten. Warum? Weil sie wissen, was kommt. Sie sehen die Inflation, die Lebensmittelpreise, den kollabierenden Rubel. Sie sehen, wie die Regierung lügt, aber Gold nicht lügt. Sie sehen, dass Dollar und Euro durch Sanktionen keine sicheren Häfen mehr sind. Sie vertrauen ihrem Staat nicht. Sie vertrauen ihrer Währung nicht. Sie vertrauen nur dem Einzigen, was Bestand hat: Gold. Auf Reddit schreibt ein Russe anonym: Meine Großmutter hat den Zusammenbruch der Sowjetunion erlebt. Sie hat mir gesagt, Papier ist geduldig, Gold ist ehrlich. Ich habe mein ganzes Erspartes in Münzen getauscht. Wenn das System crasht, habe ich wenigstens etwas. Ein Analyst in Moskau bestätigt: Die Leute haben Angst. Immobilien sind illiquide, Währungen sind toxisch. Gold ist die letzte Rettung. Dazu passt eine Statistik, die kaum jemand kennt. Russland hat 2024 mehr physische Goldshops eröffnet als in den gesamten 15 Jahren davor. Akt 3. Die Festung aus Gold. Aber hier kommt der Twist, die bizarre Ironie, die Stephen Innes von SPI Asset Management aufdeckt. Während der Staat Reserven verkauft, um den Krieg zu finanzieren, kauft die Zentralbank gleichzeitig alles auf, was die heimischen Minen produzieren. Russland ist der zweitgrößte Goldproduzent der Welt. Da sie es wegen Sanktionen nicht exportieren können, ist die Zentralbank der gefangene Käufer. Das bedeutet, der Staat verkauft die alten Reserven und kauft das frische Gold direkt wieder zurück. Ein absurdes Hamsterrad. Ein goldener Kreislauf der Verzweiflung. Das bedeutet, Russlands gesamtes Finanzsystem stellt sich auf Gold um. Der Nationale Wohlstandsfonds besteht jetzt zu 40% aus Gold und zu 60% aus Yuan. Der Dollar ist tot. Das Gold ist nicht mehr nur eine Reserve, es ist ein operatives Werkzeug. Ein Schockabsorber für das Budget. Russland baut eine Goldfestung, eine parallele Realität, in der westliche Sanktionen nicht mehr greifen, weil man einfach mit Metall bezahlt. Ein User auf X schrieb dazu: Der Westen friert Konten ein.
Russland friert Gold ein und Gold friert nie. Was lernen wir daraus? Erstens, wenn ein Staat in die Enge getrieben wird, ob durch Krieg oder Misswirtschaft, plündert er alles, was er greifen kann. Zweitens, wenn das Vertrauen in das Papiergeld stirbt, flieht das Volk in Gold. Drittens, Gold ist die einzige Währung, die niemand einfrieren, drucken oder verbieten kann. Und viertens, die wichtigste Lehre: Wenn ein Staat unter Druck steht, rettet er sich zuerst. Dein Vermögen rettet er nicht. Und jetzt frage dich, ist das nur ein russisches Problem? Schau auf die USA mit ihren 38 Billionen Schulden, ein Finanzsystem, das auf Pump gebaut ist. Ein Land, das jedes Jahr mehr Zinsen zahlt als für das gesamte Militär. Schau auf Europa mit seiner Stagnation und seiner politischen Paralyse. Der Euro ist schwach. Die EZB kauft heimlich Staatsanleihen, die Inflation frisst Ersparnisse und die Politiker nennen es Transformation. Auf Reddit schrieb ein Deutscher: Wir lachen über Russland und merken nicht, dass unsere eigene Währung genauso stirbt, nur langsamer. Wir sind vielleicht noch nicht in der Phase des Verkaufs, aber wir sind in der Phase der Entwertung. Unsere Staaten verkaufen kein Gold, sie verkaufen Stabilität. In dieser neuen, gefährlichen Welt reicht es nicht mehr, nur den Kopf einzuziehen. Du musst die Mechanismen verstehen. Du musst lernen, wie du dich und dein Vermögen vor dem schützen kannst, was kommt. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Und es gibt eine Festung. Eine Insel der Stabilität und Freiheit, mitten im Herzen Europas, aber souverän außerhalb der EU. Die Schweiz. Ein Land mit einer Tradition des schlanken Staates, einer starken Währung und echtem Respekt vor Privateigentum und vor Gold. In der Schweiz lagern zentrale Banken der Welt ihre Reserven. In der Schweiz lagert die größte physische Goldmenge pro Kopf weltweit. Und in der Schweiz ist Vermögen kein moralisches Verbrechen, sondern ein Zeichen von Verantwortung. Genau diesen Weg, diesen strategischen Sprung in die Freiheit, lehren wir in unserem Intensivseminar Erfolgreich auswandern in die Schweiz. Dieses Seminar findet regelmäßig in Zürich statt. Dort geben wir dir den kompletten Fahrplan an die Hand. Das ist kein theoretisches Gerede, sondern pures Insiderwissen für Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. Wir behandeln alles: die besten Kantone, die steuerlichen Fallstricke, die Gründung einer AG, die Pauschalbesteuerung, das unschlagbare Banking, wo du dein Gold sicher lagern kannst, und den ultimativen Plan B, den Weg zum Schweizer Pass. Alle Informationen zum Seminar, bei dem dein Partner übrigens kostenlos mitkommen kann, findest du unter dem Link in der Beschreibung. Die Russen haben verstanden, dass sie niemandem trauen können, außer sich selbst und ihrem Gold. Sie haben ihre Lektion auf die harte Tour gelernt. Musst du erst warten, bis dein Staat anfängt, deine Ersparnisse zu liquidieren, bevor du handelst? Bis man dein Vermögen besteuert, einfriert oder solidarisch umverteilt? Bis deine Währung das gleiche Schicksal erleidet wie der Rubel? Die Zeit, naiv zu sein, ist vorbei. Die Zeit, deine eigene Goldfestung zu bauen, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.